Ich glaube, dass Erneuerung der SPD in der internationalen Politik gar nicht unbedingt bedeutet, dass alles neu erfunden werden muss, sondern dass die SPD vor allem mal wieder anfangen muss, darüber nachzudenken, wie sie eigentlich ihre internationalistischen Werte in Zeiten der Globalisierung neu definieren möchte. Ich glaube, wir müssen über Friedenssicherung ganz klar sprechen. Das sind die letzten Jahre kein Ruhmesblatt gewesen, immer darüber zu sprechen, dass es eigentlich keine Waffenexporte, insbesondere in Krisenregionen, geben sollte und sie dann doch stattfinden zu lassen, nagt erheblich an der Glaubwürdigkeit. Und ich glaube, hier müssen wir Standards miteinander vereinbaren, die dann auch wirklich eingehalten werden. Wir müssen uns aber auch vor Augen führen, wir haben es mit einem zunehmend autoritären Zeitalter zu tun, und zwar nicht nur in den transatlantischen Beziehungen mit Donald Trump, sondern wir haben genauso autoritäre Zeiten, wenn wir in den Kreml gucken, wenn wir zum türkischen Staatspräsidenten und anderswo hingucken. Und die Schlussfolgerung daraus muss eigentlich sein, dass die europäische Perspektive gestärkt werden muss. Niemand in dieser Welt wartet darauf, was Deutschland sagt. Wir sind 1% der Weltbevölkerung und Entscheidungen werden im Zweifel auch an uns vorbei getroffen. Das heißt, wenn Europa sich nicht einig ist, dann wird Europa auch keine Rolle in Entscheidungsprozessen spielen. Ich glaube, es wäre zum Beispiel sinnvoll, darüber nachzudenken, ob wir uns wirklich noch weiter verschiedene europäische Sitze im UN-Sicherheitsrat erlauben wollen oder ob es nicht Zeit wäre, über einen gemeinsamen Sitz nachzudenken, auch ein Stück weit als Zwang und Selbstverpflichtung dazu, sich gemeinsam international zu positionieren. Und wir werden über Handel sprechen müssen, denn die Globalisierung schreitet voran. Die Unternehmen machen uns vor, was Internationalismus bedeutet, aber auf eine Art und Weise, wie wir ihn nicht haben wollen. Und wir setzen dem noch zu wenig entgegen. Jedes Jahr feiert sich Deutschland dafür, Export- oder wahlweise Vize-Export-Weltmeister zu sein. Und es wird dann wie so ein Fußball-Weltmeistertitel irgendwie angenommen. Und niemand denkt ernsthaft darüber nach, was das eigentlich für Auswirkungen hat. Wir können auch nicht über Fluchtursachenbekämpfung sprechen, über Klimawandel, über den Entzug von natürlichen Lebensgrundlagen und nicht auch über unsere Verantwortung darin sprechen. Wenn wir die internationalen Märkte mit unseren Waren fluten, dafür sorgen, dass Binnenkaufkraft nicht entstehen kann, dass Produktion nicht entstehen kann, und zwar sowohl mitten in Europa, wenn wir nach Griechenland beispielsweise schauen, als auch in Südamerika oder auf dem afrikanischen Kontinent. Das heißt, wir werden über fairen Handel zu sprechen haben, und das heißt im Umkehrschluss dann eben auch, wir werden ein bisschen zurückstecken müssen. Wir werden etwas von unserem Reichtum an den Rest der Welt abgeben müssen, sonst werden Fluchtbewegungen sich weiter fortsetzen. Da helfen auch keine Mauern oder Zäune.